grau, verdreckt. Einfach scheiße. Warum bist du noch nie gefahren? 要占据你，占据你的美，占据你的一切，绝无可厚非。 Weil ich umgedreht Mein Handy. Irgendwie ist er ein Chinese und ich habe mir gedacht, die Gelegenheit, die muss er eigentlich ausnutzen. Und dann hat es ein Wiedersehen nach 3 Monaten fast gegeben, natürlich. Sind Tränen geflossen. Wahnsinnig viele Tränen. Dann sind wir für Bier gegangen. You know what it is. Black and Jumping, Black and Jumping. Welcome to Shanghai. Experience the world of advanced transportation. Also das ist ja echt der Wahnsinn dort. Und du hast wirklich an jeder Straße, und ich meine ein Radl pro Straße, sondern wirklich so ein Radl pro halben Meter oder so. Also die sind gespickt, diese Straßen mit Radl, wirklich jede Straße. Und da kostet irgendwie so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Radl fahren, keine Ahnung, 10 Cent oder irgend so ein Dreck. Also halt nichts, du überlegst dann nicht irgendwie, ob du Radl auspacken sollst. An jeder Laterne, also überall, wo man halt so typisch weiß, dass man Kameras anbringen würde, ist es nicht eine, sondern halt 10 oder so. Also wirklich in andere Richtungen. Ich fühle mich unsicher. Also der Gang ist schon ziemlich unsicher. Wenn ich Kameras mit mir habe, also mit war jetzt nicht gleich abschließen. Aber es ist eben, du hast dort nicht das Gefühl, was man meinen würde, dass man sich beobachtet fühlt. Dass man jetzt irgendwie sich anders verhält oder so, sondern es ist einfach, weiß ich nicht. Dadurch, dass es nicht so auffällt, ignorierst du es komplett. Und ist jetzt auch nicht so, dass wie wenn du dort jetzt, keine Ahnung, irgendwas tust, was man nicht da darf, da in 10 Sekunden die Polizei vor dir steht. Also, weiß nicht, irgendwie, man fühlt sich halt einfach so sicher damit. In Wien, weiß nicht, noch Filme wechselst du. Also die Freiheit, dass ich bedroht wird, mit dem Messer ist mir schon gebracht. Dafür kannst du auch mit dem Messer. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, anders. Aber es ist eben auch nicht, wie man sagen würde, irgendwie zurückgeblieben oder dass man sagt, so wie wir vor 50 Jahren waren, sondern die haben das schon, glaube ich, mitgekriegt, dass es so eine Gleichberechtigung gibt und die haben die absolut in so Sachen wie, weiß ich nicht, Wahl ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber das ist jetzt nicht irgendwie zurückgeblieben, aber es ist so, ich sage, keine Ahnung, wie man das ausdrückt, so eine moderne Interpretation von, wie Gesellschaft funktionieren kann. Shanghai Female, März 1989, undergraduate 1,6 m, unmarried woman is good looking and understanding. Da sind wir durch einen Park gegangen, jetzt einblenden, wo überall so Schilder sind, chinesisch natürlich, und hinter diesen Schildern sind so die Großeltern oder Eltern von lauter, so 95% Damen würde ich sagen. Du kannst einfach hingehen, es ist ja immer wer dahinter. Und dann würden die dir wahrscheinlich auch noch so Bilder zeigen und sowas. Und am Anfang war halt meine erste Reaktion so Zwangsheirat irgendwie. Aber so aufs zweite nachgedacht, ist eigentlich wie so ein Offline-Tinder auf chinesischem Level irgendwie. Was du nach Mau? Mau? No. Was? Ja, das ist auch so ein Ding. Gibt es ja diese High-Speed-Trains und die Züge fahren halt einfach über 300 km/h. Das heißt, du hast eigentlich in so einer Dreiviertelstunde oder was wir da gefahren sind, weiß ich jetzt nicht mehr, eigentlich so eine Strecke wie Ischl-Wien, aber halt in so lang, wie wenn du U-Bahn fahren wirst. Vor der Reise dran denke, wie immer den Sitz von einer Alibaba Group oder sowas vorgestellt habe.
so irgendwie voll ein bisschen abgefuckt und so alles. Und dort, das ist einfach so futuristisch schön, aber nicht übertrieben, aber wie so ein Rendering. Und auch die Leute, die da gehen, das sind einfach normale Leute, so keiner, der irgendwie komplett Scheiße baut, fahren da so Schiffe durch, es ist mega idyllisch, saugeil. Also ob ich reinspringen würde baden, I don't know. No jokes, an den Moment denke ich bis jetzt noch öfter zurück, wie wir da so unsere Füße so Richtung Wasser baumeln haben lassen, nicht berührt. Wie wir da gesessen sind, und da sind wir wirklich 1,5 Stunden gesessen oder so, und einfach nur geredet über die ganzen Eindrücke. Es war mega. General Chongqing ist eine riesige Stadt, 37 Millionen Einwohner. Du gehst immer da, es geht auf, es geht auf Zeiten, dann sind wieder Barmer da, dann ist wieder 20 Meter, also, weiß ich nicht, 200 Meter Hochhaus vor dir, da gehst du wieder eine Gasse, die so breit ist, dann gehst du in der Straße entlang, auf einmal springt hinter dir eine alte Dame aus, so schreit die auf Chinesisch an, weil du die in irgendeine Listen eintragen musst, weil du auf einmal aus Versehen in ein Museum eingegangen bist, also wirklich, ist crazy. Vor allem her neben mir so, wenn auf Deutsch reden, denken wir so, hä, was? In 3 Monaten reden sie wirklich Deutsch? Und dann sage ich, Ni hao. Dann bin ich mit denen immer einen Tag da, dann sind wir eben so zu einem alten, weil wir haben dann so ein bisschen so eine Tour gemacht von den alten Air-Shelters, weil da wollten wir schauen, was es gibt. Und dann sind wir zu einem Air-Shelter gekommen, der war voll cool. Und da war nämlich, haben sie nämlich voll die Bibliothek angemacht und da spielen können. Oh, did the car say to me? Oh, he says your trunk is very famous. 大卡车是 trunk 吧 Trunk? 大卡车，对，就是货车。他们的军用车很出名嘛。 Zug ist irgendwie. Welcher Zug? Bei uns sind es immer Autos, bei euch sind es wahrscheinlich Züge aus Österreich. 没有，他们那边没有。汽车很出名，他们不是，他们那边全是那个这样子的，这是那个龙车。不是，我们是你课程里打个这个方面引进的技术。 Keine Ahnung, ich stehe auch mal daneben und lass mir dann von Patrick übernehmen. Ich nehme das gerade auf. Ja, das ist einfach später. Aber das ist immer witzige Begegnungen mit Patrick, weil der erzählt den Leuten dann immer, ich heiße Knete, ich komme aus China und sonst was, weil der Blödsinn erzählt, das ist halt immer witzig. 我也不知道。那你们是怎么知道这个地方的 ？How do you know this place? How you know this place? Because Internet, yeah. Internet, yeah. 人家也是网上慕名而来的。 I just wanted to see some of the tunnels and we saw there's a bookshop, so it looked nice. Yeah. It's a very special place. Is this like what? Is this like a cafe or do people come to hang out or Just come here to relax. come here to relax? Okay. Reading, you can Reading, drink, okay. you can do everything. Sackgasse? Nein, ich wollte nur sagen, Sackgasse. Chengdu und Chongqing sind dafür bekannt, dass sie den spiciest Hotpot of all China haben. Also sie haben wirklich den schärfsten Hotpot von China. Und wie schon vorher. Berlin, 30. April 1945. Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht's auch nicht mehr so gut. Nur einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Luftschutzbunker brennt noch Licht. Nee. Komm mal, die Nudel. Okay. Heute versuchen wir heute Sichuan eine Spicy Nudeln in Chongqing. Chongqing? King. Ja, gönn dir. Also wir haben uns den milden bestellt, also mittelscharf, mild. Und ach du Scheiße, hat der reingefallen, Alter. Es ist nämlich gar nicht die Schärfe, die Chili ist gar nicht das Problem, sondern Junge, die haben da so viel Sage und Peppercorn und nimmst ein bisschen, der ganze Mund ist einfach taub, Junge. Das war, ich hab's geliebt, Alter. Unsinn, da hat ein Typ angeredet, was hat er gesagt? Der hat noch nie irgendwie einen nicht genesen gesehen oder so, oder? Wir waren die ersten Weiß in unserem Leben, aber der war unser Alter. Can I go photo with you? Mit wem? Ja, schön.
Aber war mega funny einfach. Der hat uns einfach random angeredet, ob er ein Foto mit uns 3 machen kann. Ich meine, mit dem Junge war es fad, weil der schaut chinesisch aus, aber mit uns zwar halt auch. Habe ich so auch noch nie gesehen. Aber wir haben die ganze Reise gesagt, ich warte auf den Moment, wo irgendwer ein Foto mit mir machen will. Ja. Und jetzt kommen wir. Ja, warum, wenn ich schon dort bin? Machen wir mit dem was aus? Es ist 6 Uhr, ich bin jetzt 6 Uhr in der Früh aufgestanden. Ich bin dann 2 Stunden aufgefangen, ich weiß nicht mehr, Nambu oder so wie das heißt. Das war halt so chinesisches Kaff, war das halt nach 800.000 Einwohner. Das ist ja nichts. Im Endeffekt, das hat sich ein bisschen angefühlt, wie wenn ich auf ein Date mit dem war, weil der halt wirklich alles durchgeplant hat. Aber ich glaube, das sind halt die Chinesen ein bisschen, die müssen sich halt, die können halt nicht spontan machen. Da ist halt der Tag durchgeplant und vor allem du als Gastgeber musst halt dort providen. Ne? Oh! Hey! Auf jeden Fall, dann sind wir eben Film schauen gegangen. Das war nämlich sehr interessant, der Film war actually mit englischen Untertiteln. Und zwar der Film war, wir haben ihn ausgesucht, aber der Film war über das Nanjing-Massaker. Also zum einen wirklich gut gemacht, zum anderen saukrasses Thema. Ne? Also wie gesagt, da geht es um Krieg, um Vergewaltigung, um Rassismus, um Ausrottung von Menschen. Ne? Und dann irgendwann setzt einfach so diese chinesische Propaganda ein. Und dann irgendwann hast du einfach, nein, jeder Japaner ist einfach ein fucking rassistisches Schwein, das nur Menschen vergewaltigen möchte. Und dann irgendwie kriegst du einfach ein saumulmiges Gefühl, weil das nimmt die wirklich mit, der Film und so. Aber dann hast du halt wirklich diese absolute chinesische Propaganda. Also Ich war die Hälfte der Zeit dort wütend auf uns, weil alles, auf das wir stolz sind heute, ist einfach nicht in den letzten 30, 40 Jahren passiert. Alles, auf das wir stolz sind, ist irgend sowas wie schöne Seen und Natur. Was können wir als Österreich dafür? Wir haben gar nichts. Unsere schönen Bauten in Wien, das ist nicht in den letzten 30, 40 Jahren passiert, sondern viel länger her. Was haben wir wirklich in den letzten 30, 40 Jahren Geiles gemacht? Mir fällt jetzt nicht besonders viel ein, to be honest. Schau dir mal dort die Städte an in einer Timelapse, was in die 80er, 90er Jahre dort gegeben hat, nämlich zum Beispiel Shanghai basically non-existent gewesen und was die in 20, 30 Jahren aufgebaut haben. Und dann merkst du, die hängen uns ab. Das muss ein bisschen ratzfatz gehen, wir können da nicht jahrzehntelang um den heißen Brei reden. Also irgendwie ein bisschen effizienter werden und unser Gedanke war, ohne einen großen Parteiapparat einfach Sachen schnell weiterkriegen und wirklich das probieren auf einer Expertenregierung, wie es unter der Beeline, und das hat ja wirklich wunderbar funktioniert von dem, was ich mitgekriegt habe, in dieser Zeit zumindest. So, ja, wir schauen uns das Thema an, wir haben jetzt keine Meinung dazu, wir haben keine parteipolitische Meinung, irgendeine ideologische Meinung, wir schauen uns an, was für unser Land am besten ist. Und das einfach so strikt weiterführen. Und wir haben für das einen wirklich, wirklich langen ChatGPT-Prompt geschrieben, so um das mal grob auszuloten, ob das realistisch ist. Antwort war so semi, weil du brauchst, glaube ich, so eine gewisse Parteiinfrastruktur. Aber ja, in dem Moment haben wir halt so ein bisschen, das nicht wirklich, aber so ein bisschen die Schnauzen voll gehabt von dem, wie es halt bei uns funktioniert. Und wir würden das einfach gerne ändern. Im deutschen Stil, ne? Also nicht rechtsradikal. Wo ich mit dem Ernstleri, wo uns wieder so Bier reinzeichnen, was eben sehr unten. Ja. Da unten. Ja. Und da kommt der Chines vorbei. Was tut er? Er ist so deppert mit ihrer Sonnenkappe da. Ja, mit den Schlitzauger, gell? Die Schlitzauger immer sagen sie. Ja, also was der ist, so ein Rassist, wer bin ich eigentlich nicht? Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich bin so ein menschenoffener Mensch. Ja, sicher, aber mit dem Chinesen geht's auch noch nicht mehr. Irgendwo muss man Schluss sein. Die Kanaken, alle haben wir schon da. Kann ja die Chinesen auch noch sein. Wenn ich einen ganzen Tag gearbeitet habe und mein Bier in Frieden einen Zeitränger will und dann kommen die voll Waspeln da daher und machen ein Foto von mir, da reißt es mir die Hals nicht mehr. Nein, das geht noch nicht. Das geht Nein, also es hat einen Tag zu sehen gegeben. Also. Aber die Thailänder, die sind super. Da fliege ich jetzt einmal hin im Jahr, ne? Ja. Immer mit der Fashion wieder. Ja, ja.